Heute bei Juliana Matejevs fertigen wir unsere Bestie Bracelets aus einem bunten Perlenmix und nutzen hochwertige, vergoldete Magnetverschlüsse. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matejevs. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Auf die Freundschaft! Lasst uns unsere Verbundenheit mit unseren besten Freundinnen mit Hilfe unseres The Bestie Bracelets aus der Kategorie Ready to Craft zum Ausdruck bringen. Ganz egal, ob ihr ein Überraschungsgeschenk plant oder das DIY-Armband mit eurer Freundin zusammen anfertigen wollt, das The Bestie Bracelet ist auf jeden Fall ein guter Laune-Garant. Toll ist, dass wir die Perlenarmbänder auf unsere individuellen Handgelenkumfänge fertigen und in die Mitte auch noch eine von euch ausgesuchte Buchstabenperle setzen. So ist jedes Teil ein echtes Unikat. Und das Beste, jedes Armband wird mit einem hochwertigen, vergoldeten Magnetverschluss verschlossen, sodass das Ummachen alleine auch gar kein Problem ist. Die The Bestie Bracelets gehören zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet wie immer, dass ihr gar keine DIY-Erfahrung mitbringen müsst, um euch selbst coole DIY-Accessoires fertigen zu können. Denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, wiederholt so oft ihr mögt, pausiert gerne zwischendurch, macht alles mit, wie ich es vormache, dann kann nichts schiefgehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr die The Bestie Bracelets Box schon habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr alles, was ihr braucht, da in perfekter Menge und in super guter Qualität. Also den von uns zusammengestellten Perlenmix, den Draht und die hochwertigen vergoldeten Magnetverschlüsse. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch super gern auch dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns mal loslegen. Als erstes nehmen wir uns einmal unseren goldenen Draht, und zwar in der Länge unseres Handgelenkumfangs plus 10 cm und unsere Magnetverschlüsse dazu. Ich mache die hier einmal auf, denn wir fangen mit einem an und legen den anderen einmal zur Seite. Das Coole ist, dass die halt wirklich richtig hochwertig sind. Man spürt es auch schon, die haben einen starken Magneten und eignen sich wunderbar. Ich nehme jetzt das eine Ende von meinem goldenen Draht und stecke es durch mein Loch meines Magnetverschlusses, genau so. Und biege dann ein Ende von ungefähr 3 cm einmal scharf um. Und mit scharf meine ich auch wirklich scharf. Ihr könnt das hier mit den Fingern machen oder euch irgendwie so eine Zange dazu nehmen. Denn hier soll es nicht so eine Rundung geben, sondern es soll wirklich fast wie geknickt aussehen. Es soll eine schön scharfe, umgebogene Kurve geben. Ich nehme mir hier also meine Kombizange, sage ich dazu. Das ist eine Kombination aus Seitenschneider und Zange zur Hand. Und biege mir das hier einmal schön um. Ich halte dabei meinen Magnetverschluss fest, weil der sich sonst mit meinem Seitenschneider oder der Zange verbindet, weil beides magnetisch ist. Aber so hat das wunderbar geklappt. Ja, und so sollte das jetzt aussehen. Ich habe das also hier schön scharf umgebogen und das ist ganz wichtig, damit wir unsere Perlen auch gleich bis zum Anschlag, also bis zu diesem Ring von unserem Magnetverschluss, schieben können. Die nehmen wir uns als nächstes einmal dazu. So, ich nehme hier jetzt meinen Verschluss und meinen Draht einmal hoch und schiebe hier auf mein offenes Ende einmal nach und nach meine Perlen. Wie ihr das macht, ist euch natürlich total frei überlassen. Ich mache es immer so, dass es möglichst abwechslungsreich und bunt wird. Und alle 2, 3 Perlen benutze ich eine weiße Perle, weil ich finde, dass es das Ganze noch etwas auflockert, freundlicher, heller macht und mir einfach persönlich mega gut gefällt. Und das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, so zu machen. Ja, und dann würde ich erstmal sagen, fröhliches Perlen aufschieben, denn wir schieben jetzt so viele Perlen auf, bis wir das Gefühl haben, jetzt haben wir die Hälfte von unserem Handgelenk fertig. Ich mache es immer so, dass ich hier 5, 6 Perlen einmal aufziehe auf mein Ende, die hier festhalte mit den Fingern und dann gemeinsam rüberschiebe. Schiebe die Perlen dann hier einmal ans Ende. Und ganz wichtig, dass die Perlen jetzt auf dem Ende von dem Draht und unserem langen Draht sitzen. Also hier beide parallel laufende Drähte stecken jetzt in den Perlen. Das ist ganz wichtig, denn nur so können wir erreichen, dass die Perlen ganz nah an unserem Verschluss sitzen und es auch später nicht mehr aufgehen kann, weil das Ende ja auch in unseren Perlen steckt. Das war ganz wichtig, dass wir das am Anfang einmal beachten. Ab jetzt können wir erstmal weiter Perlen auffädeln. Also genau wie ich gesagt habe eben, so weit, bis ungefähr die Hälfte von unserem Armband erreicht ist. Haltet das gerne zwischendurch mal um euren Arm herum, dann seht ihr, ob ihr noch mehr machen müsst oder ob ihr die Hälfte schon erreicht habt. Für mehr coole DIY-Mode-Inspiration folgt uns sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal. Den findet ihr unter julianamatejevs_official.
Ich habe es jetzt einmal drum gehalten, habe gemerkt, okay, ich mache noch so 2, 3 dazu und habe jetzt die Hälfte erreicht. Als nächstes nehmen wir uns unsere Buchstabenperle, die wir uns ausgesucht haben, und stecken die einmal hinter unsere gerade zuvor aufgesteckte Perle. Ich achte dabei darauf, dass die zuvor aufgesteckte Perle bunt ist, denn ich finde es schön, wenn unsere weiße Perle mit dem goldenen Buchstaben auf eine bunte trifft. Und das mache ich auch auf beiden Seiten. Das sieht man hier ganz gut. Ich finde es total hübsch. Könnt ihr natürlich aber nach eurem Geschmack entscheiden. Aber auch hier, wenn ich rechts weitermache, nehme ich als erstes wieder eine bunte Perle. Ja, und dann mache ich einfach ganz fleißig weiter mit den Perlen aufstecken. Und übrigens, wenn euch dieses kleine DIY-Accessoire schon Spaß macht, dann schaut doch unbedingt gerne im Anschluss auf unserer Website vorbei, www.julianamatheevs.com, denn wir haben noch ganz viele weitere Accessoires und Kleidungsstücke, für die ihr absolut keine Erfahrung im DIY oder Nähen mitbringen müsst. Es gibt zum Beispiel coole Seidenhaarbänder, Taschen mit Makramee-Techniken, Gürtel aus Knotentechniken oder natürlich auch, wenn ihr irgendwie Lust mal habt, in ein Nähcafé zu gehen oder eine eigene Nähmaschine habt, dann auch Kleidungsstücke, die ihr nähen könnt. Aber auch hier, ihr braucht keine Erfahrung. Wir haben einfach ein Grundlagentutorial, in dem ich euch erkläre, was für Funktionen es in der Nähmaschine gibt und welche davon wir brauchen, wie ihr eure erste Naht fertigt und dann ist jedes weitere unserer DIY-Video-Tutorials für unsere Kleidungsstücke oder Accessoires auch im Ready-to-Sew gar kein Problem mehr für euch. Wenn ihr die Buchstabenperle ungefähr mittig aufgesetzt habt, dann sollten beide Seiten mit den Perlen ungefähr gleich lang sein. Auch hier halte ich es mir einfach nochmal um mein Handgelenk und schaue, ob mir die Länge so reicht. Es ist ja auch noch so, dass ungefähr ein halber Zentimeter nochmal durch den Verschluss drauf kommt und der eine trägt es vielleicht gerne enger, der andere etwas lockerer. Für mich passt die Länge jetzt so und deswegen nehme ich mir jetzt meinen anderen Teil von meinem Magnetverschluss und fädel auch hier wieder den Ring von dem Verschluss auf meinen goldenen Draht. So. Und als nächstes biege ich einmal den Draht so um und möchte durch die nächsten ungefähr 6 Perlen den Draht einmal durchschieben. Und der soll dann seitlich einmal rauskommen nach ungefähr 6 Perlen, können auch 7 Perlen sein. Und dafür nehme ich mir jetzt auch nochmal meine Zange, denn wir möchten jetzt an dem Ende, was da jetzt rauskommt, ziehen, um die Schlaufe unseres Drahtes einmal so eng zu machen, dass die Perlen nicht mehr hin und her rutschen können. Also nach der letzten Perle soll Schluss sein. Ich halte mir hier mal an den Perlen ein bisschen fest, ziehe den Draht kürzer. So, wenn ihr das Gefühl habt, es geht nicht mehr weiter, dann schaut einmal, dass der Draht, der jetzt stark umgebogen ist, nochmal einmal etwas lockerer in der Rundung wird, also in einer größeren Kurve liegt. Und dann könnt ihr wieder weiterziehen. Ihr seht schon, die Perlen rutschen immer weiter ans Ende. Es gibt auch nur noch einen kleineren Zwischenabstand. Und auch jetzt mache ich das wieder so, dass ich das Ende hier rechts, was ja jetzt wieder stärker umgebogen ist, einmal schön auseinanderziehe, sodass die Rundung wieder etwas größer ist. Ich mache das hier einfach so ein bisschen mit den Fingern. Ihr könnt aber auch die Zange benutzen, wenn ihr möchtet. Ihr seht, jetzt habe ich es wieder schön rund gemacht. Nehme jetzt wieder die Zange, ziehe. Und ja, jetzt hat man es auch gemerkt, ich sitze hier komplett auf mit den Perlen und habe hier keine Abstände mehr dazwischen. So sollte das aussehen. Als nächstes wollen wir hier das überstehende Ende noch abschneiden und verstecken. Dafür nehme ich mir einmal den Seitenschneiderbereich von meiner Zange und schneide hier einmal ganz nah an meinem Armband ab. So. Jetzt habe ich dann nur noch so einen ganz kleinen Fitzel und den verstecke ich einfach nochmal, indem ich so ein bisschen mit den Perlen schiebe und den auch in die Perlen reinschiebe. So, das war der letzte Schritt. Richtig, richtig schön. So können wir es verschließen. Richtig cool, hochwertig, aber auch einfach. Und jetzt ist es an der Zeit, das zweite Armband zu fertigen. Das zeige ich jetzt nicht nochmal im Detail, denn das funktioniert ja ganz genauso wie beim ersten Armband. Startet das Video einfach nochmal von vorne, wenn ihr noch ein bisschen Anweisungen braucht und macht dann so das zweite Armband ganz genauso, nur mit eurer anderen ausgewählten Buchstabenperle. Fertig! So sehen unsere Bestie Bracelets jetzt aus.
Richtig, richtig süß und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Entweder alleine, falls ihr eins davon verschenken wollt, oder vielleicht mit eurer Freundin direkt zusammen. Ich finde es eine total coole Sache, um einfach mal beim Quatschen noch was anderes zu machen. An einem Abend oder an einem Sonntagnachmittag mit einem Tee oder einem Kaffee und vielleicht noch einem Kuchen. Ja, für mich mega cool immer und ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser nächstes gemeinsames Video im DIY oder sogar vielleicht nähen und besonders auch darauf, eure heutigen Resultate zu sehen unter dem Hashtag Juliana Matthäus on me. Vielleicht schickt ihr uns ein Foto, wo ihr gemeinsam mit eurer Freundin das Armband tragt. Das wird uns auf jeden Fall mega freuen. Ansonsten fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.